Bei den Toyota-Händlern im ganzen Land gehen seltsame Dinge vor sich. Die Ausstellungsräume füllen sich, die Verkäufer werden nervös und die Preise werden leise gesenkt. Der Grund? Es gibt 14 Toyota-Modelle, die niemand kauft. Und die Händler betteln praktisch darum, dass die Kunden sie mit nach Hause nehmen. Dies ist nicht nur ein Ausverkauf, sondern eine regelrechte Panik. Doch bevor Sie sich auf die Suche nach einem Schnäppchen machen, sollten Sie aufpassen. Nicht jedes reduzierte Modell ist Ihr Geld wert. In der heutigen Ausgabe erfahren Sie, welche Toyotas sich stapeln, warum sie verstauben und wie Sie dieses Chaos nutzen können, um ein Schnäppchen zu machen, das andere verpassen. Toyota BZ4X. Der BZ4X sollte Toyotas elektrische Revolution werden. Eine vertraute Marke, legendär für Hybride und Zuverlässigkeit, betritt die Elektroauto-Arena mit großen Hoffnungen. Doch statt mit Innovationen Schlagzeilen zu machen, schlägt es aus den falschen Gründen Wellen. Seine Reichweite ist enttäuschend. Während Tesla und Hyundai die 500-Kilometer-Marke überschreiten, kommt der BZ4X im realen Fahrbetrieb oft nicht einmal auf 400 Kilometer. Und ohne ein leistungsfähiges Ladenetz müssen die Besitzer nach Steckdosen von Drittanbietern suchen, während die Konkurrenten nahtlose Lösungen anbieten. Schlimmer noch, die Wiederverkaufswerte brechen ein. Einige Besitzer verlieren innerhalb weniger Monate Tausende von Euros. Die Händler bieten jetzt tiefe Rabatte und aggressive Leasingangebote an und versuchen, den Bestand zu verkaufen, den niemand mehr haben will. Die EV-Probleme waren schon schlimm genug. Aber jetzt sind sogar Toyotas Geländewagen-Legenden in Gefahr. Toyota Land Cruiser. Dieses Auto ist seit langem ein Symbol für Unverwüstlichkeit. Eine robuste Maschine, die Wüsten, Dschungel und Berge mit gleicher Leichtigkeit durchquert. Über Jahrzehnte hinweg erwarb er sich den Ruf eines der härtesten und zuverlässigsten Geländewagen, die je gebaut würde. Dieser Ruf hat jedoch mit dem jüngsten Neustart einen herben Rückschlag erlitten. Toyota hat den legendären 8-Zylinder-Motor des Land Cruiser durch einen turbogeladenen 4-Zylinder-Hybrid ersetzt und damit langjährige Fans verblüfft. Der neue Antriebsstrang verspricht eine bessere Kraftstoffeffizienz. Aber für die treue Land Cruiser-Gemeinde ist er ein Verrat an allem, wofür der Name einst stand. Offroad-Enthusiasten legen Wert auf Einfachheit, Langlebigkeit und mechanische Stärke, nicht auf komplexe Hybridsysteme, die unter extremen Bedingungen ausfallen können. Hinzu kommt, dass der Einstiegspreis des neuen Land Cruiser bei über $60.000 liegt, womit er in den Bereich der Luxusfahrzeuge vorstößt, ohne den Luxus zu bieten, den man in diesem Preissegment erwartet. Ältere Land Cruiser mit 8-Zylinder-Motoren erzielen auf dem Gebrauchtmarkt inzwischen schwindelerregende Summen und werden oft für mehr als fabrikneue Modelle verkauft. Die Käufer haben einfach mehr Vertrauen in die alte Formel als in Toyotas neues Hybridspiel. Die nostalgische Anziehungskraft der früheren Generationen in Verbindung mit der Skepsis gegenüber der langfristigen Zuverlässigkeit des neuen Modells hat dazu geführt, dass die Händler auf einem Haufen unverkaufter Bestände sitzen. Rabatt. Zinsgünstige Finanzierungen und Werbepakete wurden angeboten, aber der Verkauf der neuen Land Cruiser gestaltet sich schwieriger als erwartet. Und wo wir gerade von Preiskatastrophen sprechen, das nächste Modell zielte auf Luxus ab und fiel auf die Nase. Toyota Sequoia. Für Familien, die Platz, Leistung und legendäre Langlebigkeit zu einem fairen Preis benötigten, gab es nur wenige Fahrzeuge wie den Sequoia. Der neue Sequoia hat dieses Vertrauen jedoch gebrochen. Mit einem Grundpreis, der gefährlich nahe an $80.000 liegt, hat Toyota den Sequoia so positioniert, dass er mit echten Luxustitanen wie dem Cadillac Escalade und dem Lincoln Navigator konkurriert. Und er ist dieser Herausforderung einfach nicht gewachsen. Eine der umstrittensten Änderungen war die Entscheidung, den Sequoia ausschließlich als Hybridfahrzeug anzubieten. Theoretisch hätte der Hybridantrieb ein Gewinn sein sollen, da er einen geringeren Kraftstoffverbrauch ohne Leistungseinbußen verspricht. In Wirklichkeit vermissten die Käufer die einfache Leistung und robuste Zuverlässigkeit der alten 8-Zylinder-Modelle. Viele sind skeptisch, ob das Hybridsystem die anspruchsvollen Aufgaben bewältigen kann, für die große Geländewagen gebaut werden, wie das Ziehen schwerer Lasten oder Langstreckenfahrten unter schwierigen Bedingungen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fahrqualität vielfach kritisiert wurde. Während die Konkurrenten eine voll unabhängige Hinterradaufhängung und ein butterweiches Fahrverhalten bieten, bleibt der Sequoia bei einer steiferen, LKW-ähnlichen Einstellung. Dadurch fühlt sich jede Unebenheit und jedes Schlagloch vergrößert an,
ein unverzeihlicher Makel für ein Fahrzeug, dessen Preis so nahe am sechsstelligen Bereich liegt. Da die Konkurrenten mehr Raffinesse, Komfort und Prestige zu ähnlichen oder sogar niedrigeren Preisen anbieten, haben die Toyota-Händler in einem verzweifelten Versuch, ihre Bestände abzusetzen, große Rabatte und Sonderleasing-Angebote gemacht. Aber nicht nur die großen Geländewagen bekommen die kalte Schulter gezeigt. Auch Toyotas König der Mittelklasse strauchelt. Toyota Tacoma. Der Toyota Tacoma. Robuste Zuverlässigkeit, clevere Preisgestaltung und ein unschlagbarer Wiederverkaufswert haben ihn zu einer Legende in der Welt der mittelgroßen Trucks gemacht. Sein guter Ruf für seine unverwüstliche Langlebigkeit machte ihn in den Vereinigten Staaten zu einem Begriff und verschaffte ihm eine Loyalität, die nur wenige Fahrzeuge erreichen konnten. In den letzten Jahren hat sich jedoch etwas geändert. Der Tacoma, einst unschlagbar in seiner Klasse, kämpft jetzt um seine Krone. Schuld daran sind der Preis, veraltete Technik und strategische Fehlentscheidungen. Der Toyota Tacoma von heute ist ein Opfer seines eigenen Erfolgs. Anstatt ihn zu verbessern und weiterzuentwickeln, hat Toyota den Tacoma stagnieren lassen. Die Käufer werden mit veralteter Technologie konfrontiert, mit Infotainment-Systemen, Fahrerassistenzfunktionen und einer Kabinenergonomie, die der Konkurrenz um Jahre hinterherhinkt. Gleichzeitig sind die Preise deutlich gestiegen. Einst galt der Tacoma als preisgünstige Alternative zu den großen Trucks. Jetzt nähert er sich gefährlich den Kosten der größeren, leistungsfähigeren Trucks. High-End-Ausstattungen überschreiten die $50.000-Marke, was traditionelle Käufer verprellt hat. Verschärft wird das Problem durch Toyotas Lagerhaltungsstrategie. Die Händler haben sich auf die hochwertigen, stark ausgestatteten Tacomas konzentriert und nur wenige erschwingliche Basismodelle in den Läden stehen gelassen. Käufer, die ein einfaches, robustes, schnörkelloses Arbeitsfahrzeug suchen, das den Kern des historischen Reizes des Tacoma ausmacht, werden enttäuscht oder bleiben auf dem Trockenen sitzen. Infolgedessen weichen immer mehr Käufer auf Konkurrenten wie den Ford Ranger und den Nissan Frontier aus, die bessere Technik, modernere Innenausstattung und attraktivere Preise bieten. Und wenn Sie dachten, dass der Fall des Tacoma überraschend war, dann warten Sie, bis Sie sehen, wie es Ihrem Full-Size-Truck geht. Toyota Tundra. Einfache Achtzylinderleistung, unübertroffene Zuverlässigkeit und ein robustes, schnörkelloses Design machten diesen Full-Size-Pickup einst zu einem Favoriten unter den Lkw-Käufern. Er verdiente sich eine treue Anhängerschaft, weil er eine zuverlässige Alternative zu den komplizierteren Modellen amerikanischer Marken darstellte und in aller Stille gedeihe, ohne auffälligen Trends nachzujagen. Doch die neueste Version hat die langjährigen Fans enttäuscht. Und das nicht aus den Gründen, die Toyota sich erhofft hatte. Toyota hat mit der jüngsten Tundra-Neuauflage einen kühnen Schritt gewagt und den beliebten 8-Zylinder-Saugmotor durch einen aufgeladenen 6-Zylinder ersetzt. Auf dem Papier versprach diese Änderung eine bessere Kraftstoffeffizienz und mehr Drehmoment. In der Realität ging diese Entscheidung jedoch nach hinten los. Käufer, vor allem diejenigen, die ihre Fahrzeuge zum Ziehen, Schleppen und für eine lange Nutzungsdauer einsetzen, schätzen die bewährte Zuverlässigkeit der Motoren mehr als marginale Effizienzgewinne. Der aufgeladene 6-Zylinder-Motor ließ Zweifel an der langfristigen Haltbarkeit aufkommen. Und diese Zweifel führten zu einer Zurückhaltung bei den Händlern. Noch schlimmer ist, dass der Preis des Tundra in die Höhe geschossen ist. Gut ausgestattete Modelle übersteigen inzwischen leicht den Preis von $70.000. Was den LKW in den Bereich der Luxusklasse drängt, ohne die Raffinesse oder das Prestige zu bieten, die man bei diesem Preisniveau normalerweise erwartet. Die Händler haben darauf mit massiven Preisnachlässen reagiert und bieten Barzahlungsanreize und Finanzierungsangebote an, die früher für Toyota-Lkw nicht üblich waren. Der Tundra, einst ein begehrtes Modell, steht jetzt länger auf den Parkplätzen und zwingt die Händler zu verzweifelten Verkaufstaktiken. Für eine Marke, die ihren Ruf auf Stärke und Wiederverkaufswert aufgebaut hat, stellt der aktuelle Kampf des Tundra einen großen Sündenfall dar. Doch Toyotas Fehltritte beschränken sich nicht auf Lastwagen. Sogar die Luxuslimousinen der Marke sammeln Staub. Toyota Crown. Als Toyota ankündigte, dass der Avalon eingestellt und durch den Toyota Crown ersetzt werden würde, waren die Erwartungen vorsichtig optimistisch. Schließlich schießt Toyota selten daneben. Doch was die Käufer erhielten, war nicht die logische Weiterentwicklung, die sie sich erhofft hatten. Es war eine radikale, verwirrende Veränderung, die viele verwirrt zurückließ.
Der Toyota Crown versucht, die Lücke zwischen Limousine und Crossover zu schließen. Er verfügt über ein hochliegendes Fahrgestell, eine Coupé-Artige-Dachlinie und einen Allradantrieb, der in ein reines Hybridformat verpackt ist. Der Crown ist zwar in der Theorie innovativ, aber seine Identitätskrise befremdet sowohl die Liebhaber traditioneller Limousinen als auch die Fans von Sport Utility Vehicles. Diejenigen, die eine klassische, schnittige Limousine suchen, finden den Crown zu sperrig und hoch, während die Käufer von Sport Utility Vehicles ihn als unpraktisch im Vergleich zu traditionelleren Crossovern ansehen, die mehr Laderaum und Vielseitigkeit bieten. Die Verwirrung wird durch den hohen Preis des Crown noch verstärkt. Der Crown beginnt bei rund $40.000 und reicht bis in die Mitte der 50er Jahre für die Top-Ausstattung. Damit konkurriert er direkt mit den Luxuslimousinen der Einstiegsklasse von Lexus, Audi und BMW. Dennoch fehlt es ihm an Markenprestige, Innenraumveredelung und Ausstattungsmerkmalen, die Käufer in dieser Preisklasse erwarten. Die Verkäufe laufen schleppend und die Händler tun sich schwer, Begeisterung zu wecken. Ohne ein treues Publikum, das ihn vorantreibt, wird der Crown schnell zu einem Fallbeispiel für eine Fehleinschätzung des Marktes. Es ist ein kühner Schachzug von Toyota, der jedoch weder bei Traditionalisten noch bei Trendsuchern Anklang gefunden hat. Und nun kämpft einer der am meisten gehypten Sportwagen von Toyota mit einer ernsthaften Identitätskrise. Toyota GR Supra. Die Vorfreude war groß, als bekannt wurde, dass Toyota eine seiner berühmtesten Marken wiederbeleben würde. Enthusiasten auf der ganzen Welt hofften auf ein neues Modell, das den Geist der legendären Supra der 4. Generation wieder aufleben lassen würde. Eine Maschine, die für ihre Langlebigkeit, berauschende Leistung und ihr ikonisches Design verehrt wurde. Auf den ersten Blick schien der Toyota GR Supra ein scharfes Aussehen, ernsthafte Leistungsdaten und eine Konzentration auf die Fahrdynamik eines Hecktrieblers zu bieten. Doch als die Details bekannt wurden, fühlten sich viele Fans getäuscht. Die größte Kontroverse um den GR Supra ist seine Partnerschaft mit einem deutschen Luxusautohersteller. Unter der Toyota-Plakette verbergen sich eine Plattform, ein Motor und ein Getriebe, die fast vollständig aus der Produktpalette dieses Herstellers stammen. Das Ergebnis ist zwar unbestreitbar schnell und fähig, aber es fehlt ihm die reine Toyota-DNA, nach der sich Enthusiasten verzweifelt gesehnt haben. Der GR Supra fühlt sich eher wie ein nachgebautes deutsches Coupé an, als eine echte japanische Leistungsikone. Zur Frustration trägt auch der beunruhigende Wertverlust des GR Supra bei. Im Gegensatz zu den klassischen Toyotas, die ihren Wert oft auf beeindruckende Weise gehalten haben, ist der GR Supra schneller als erwartet im Wert gesunken. Frühe Käufer, die den vollen Preis bezahlt haben, müssen nun mit ansehen, wie ihre Fahrzeuge in einem schockierenden Tempo an Wert verlieren und das, was eigentlich ein Traumauto sein sollte, zu einem finanziellen Problem wird. Händler im ganzen Land reagieren darauf mit hohen Rabatten, speziellen Finanzierungsangeboten und aggressiven Marketingkampagnen, um unverkaufte Bestände abzusetzen. Trotz seiner Fähigkeiten hat sich der GR Supra nur schwer verkaufen lassen, weil er nicht weiß, was er sein will, ein Toyota oder ein deutscher Sportwagen. Aber nicht nur die sportliche Kundschaft ist auf der Flucht. Auch die familientauglichen Sport Utility Vehicles sind auf dem Vormarsch. Dieses Auto bietet ein gehobenes Design, einen komfortablen Innenraum und einen sanften Hybridantrieb, der sich an Kunden richtet, die auf Effizienz Wert legen. Toyota Venza. Slotted über dem Toyota RAV4 und unter dem Toyota Highlander, der Venza versucht zu schnitzen. Eine Nische für Käufer, die eine Premium-Mittelklasse Sport Utility Vehicle ohne Schritt in Luxusterritorium. Wenn potenzielle Käufer jedoch ein wenig tiefer graben, wird klar, warum der Venza Schwierigkeiten hat, ein Publikum zu finden. Der Preis des Venza ist eines seiner größten Hindernisse. Mit einem Startpreis von weit über $35.000 und einem schnellen Anstieg bei den Optionen kommt er gefährlich nahe an die Preise der geräumigeren und besser ausgestatteten Konkurrenz heran. Für ein Sport-Utility-Vehicle der Mittelklasse, das keine dritte Sitzreihe, einen bescheidenen Laderaum und ein unauffälliges Hybridsystem bietet, kämpft der Venza damit, seine Premiumkosten zu rechtfertigen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die ungünstige Positionierung des Venza in Toyotas eigener Produktpalette. Für etwas weniger Geld können sich Käufer für einen voll ausgestatteten RAV4 Hybrid entscheiden, der mehr Ladekapazität und einen fast identischen Kraftstoffverbrauch bietet. Oder für etwas mehr Geld
können Sie in einen Toyota Highlander Hybrid einsteigen, der eine dritte Sitzreihe und einen deutlich größeren Innenraum bietet. Infolgedessen befindet sich der Venza in einem Niemandsland, in dem er weder beim Preis noch bei der Ausstattung noch bei der Praxistauglichkeit führend ist. Auch wenn Toyota dem Venza ein modernes Design und ein geschmeidiges Fahrverhalten verpasst hat, hat dies nicht ausgereicht, um seine strategischen Fehltritte zu überwinden. Die Händler bieten jetzt Anreize und Leasingangebote an, um Käufer anzulocken, aber es ist nach wie vor schwierig, Venzas aus den Läden zu bekommen. Währenddessen gerät eine bei den Fans beliebte Limousine in Vergessenheit. Toyota Camry TRD. Diese Mittelklasse-Limousine, die für ihren Komfort, ihren Wert und ihre Zuverlässigkeit bekannt ist, dominierte jahrzehntelang die amerikanischen Straßen. Als Toyota einen von seiner Rennsport-Entwicklungsabteilung getunten Camry vorstellte, stiegen die Erwartungen in die Höhe. Die Fahrer hofften auf echte Leistung in vertrauter Zuverlässigkeit, aber die Realität erwies sich als komplizierter. Auf dem Papier sah der Camry TRD vielversprechend aus, mit einem verstärkten Fahrwerk, einer fieseren Haltung und einem aggressiven Auspuffton. Doch sobald er auf die Straße kam, setzte die Realität ein. Der Camry TRD ist trotz seines sportlichen Aussehens und seines lauteren Auftretens dem normalen V6 Camry mechanisch sehr ähnlich, während der 301 PS starke V6-Motor für eine starke Beschleunigung sorgt. Unterscheidet sich das eigentliche Fahrerlebnis nur geringfügig von einem regulären Camry XSE oder XLE mit demselben Motor. Für Käufer, die eine echte Performance-Limousine, eine schärfere Lenkung, ein verfeinertes Fahrverhalten und Rennstreckentauglichkeit erwarten, verspricht die TRD-Plakette zu viel und hält nicht, was sie verspricht. Erschwerend kommt hinzu, dass der Camry TRD preislich sowohl mit anderen Camrys als auch mit echten Sportlimousinen nicht mithalten kann. Für ein wenig mehr Geld können Käufer in eine Luxuslimousine der Einstiegsklasse einsteigen, die ein weitaus angenehmeres Fahrerlebnis bietet. Für etwas weniger Geld können sie sich für den Camry XSE entscheiden, der fast die gleiche Leistung bietet, aber mit einem raueren Fahrverhalten und einer reduzierten Innenausstattung aufwartet. Ursprünglich rechneten die Händler damit, dass der treue Kundenstamm des Camry das TRD-Experiment annehmen würde, doch die Verkaufszahlen sprechen eine andere Sprache. On-Rides, Cashback-Angebote und Preisnachlässe sind inzwischen gang und gäbe, während die Händler darum kämpfen, den Camry TRD von ihren Plätzen zu bekommen. Und während TRD floppt, lässt ein anderes Offroad-Experiment die Käufer den Kopf schütteln. Toyota RAV4 Prime. Auf dem Papier hätte dies das ultimative Sport-Utility-Vehicle sein sollen. Die Mischung aus begeisternder Beschleunigung, beeindruckendem Kraftstoffverbrauch und Alltagstauglichkeit versprach alles, was die Käufer wollten und noch mehr. Mit einem Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als 6 Sekunden und einer rein elektrischen Reichweite von über 40 Meilen sah er wie ein garantierter Erfolg aus. In der Theorie erfüllte er alle Kriterien. Die Realität bei den Händlern zeigt jedoch ein anderes Bild. Seit seiner Markteinführung musste der RAV4 Prime bei den Händlern massive Aufschläge hinnehmen. Begrenzte Produktionsmengen führten zu langen Wartelisten. Und die Kunden mussten Aufschläge zahlen, die weit über dem empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers lagen. Diese überhöhten Kosten machten das Wertversprechen des RAV4 Prime zunichte. Was eigentlich ein praktischer, erschwinglicher Plug-in-Hybrid sein sollte, kostet plötzlich fast so viel wie ein Luxusgeländewagen. Selbst als die Produktion langsam gesteigert wurde, hatte Toyota Mühe, die Preise wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Viele Käufer gingen einfach weg, frustriert von den enormen Aufschlägen. In dem verzweifelten Bestreben, die verbleibenden Bestände abzusetzen, bieten die Händler jetzt Anreize, Rabatt und spezielle Finanzierungspakete für den RAV4 Prime an. Einst unerreichbare Modelle sind nun unverkauft. Die Situation ist ein eklatantes Beispiel dafür, dass die Leistung eines Fahrzeugs durch eine schlechte Preisstrategie überschattet wird. Potenzielle Käufer, die einst das Versprechen des RAV4 Prime feierten, zögern jetzt und fragen sich, ob eine Version dieses Sport-Utility-Vehicle wirklich ihr Geld wert ist. Was als Triumph der Ingenieurskunst begann, hat sich zu einer Fallstudie darüber entwickelt, wie man ein begehrtes Produkt nicht bepreist. Aber das nächste Modell könnte das beste Beispiel dafür sein, dass Toyota seine Markentreue überschätzt. Toyota Mirai. Der Mirai wird von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben und verspricht sauberes, effizientes Fahren ohne die langen Ladezeiten.
die bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen üblich sind. Theoretisch bieten Wasserstofffahrzeuge alle Vorteile von Elektroantrieben mit dem Komfort des herkömmlichen Tankens. Der Mirai war Toyotas kühne Wette darauf, dass die nächste automobile Revolution Wasserstoff und nicht Batterien sein würde. Leider hatte die reale Welt andere Pläne. Zum Start des Mirai gab es außerhalb von Kalifornien so gut wie keine Betankungsinfrastruktur. Selbst in Kalifornien gab es nur wenige Wasserstofftankstellen, die oft von langen Wartezeiten, Wartungsproblemen und Ausfällen geplagt waren. Außerhalb dieses begrenzten Marktes war es praktisch unmöglich, den Mirai zu besitzen. Die Käufer konnten nirgendwo auftanken, was das Fahrzeug nur für einen winzigen Teil der amerikanischen Bevölkerung praktikabel machte und den Schaden noch vergrößerte. Der Mirai hat einen katastrophalen Wertverlust erlitten. Fahrzeuge, die einst für weit über $60.000 verkauft wurden, sind heute auf dem Gebrauchtmarkt für weniger als $20.000 zu haben. Ein solch starker Wertverlust hat neue Käufer aufgeschreckt, die verständlicherweise befürchten, in ein Fahrzeug zu investieren, das fast keinen Wiederverkaufswert hat. Die Toyota-Händler haben das Problem erkannt und bieten seit einigen Jahren großzügige Anreize, Cashback-Programme und sogar kostenlosen Wasserstoff als Kraftstoff an. Doch das Interesse ist nach wie vor äußerst gering. Toyotas futuristisches Wagnis wurde fast über Nacht zu einem kommerziellen Flop. Nicht wegen des Fahrzeugs selbst, sondern weil die Welt einfach noch nicht bereit war für Wasserstoff. Von zukunftsweisender Technologie bis hin zu altmodischen Fehlschlägen. Selbst Toyotas kultigster Van ist nicht sicher. Toyota Sienna. Bekannt für seine kugelsichere Zuverlässigkeit, seinen geräumigen Innenraum und seinen hohen Wiederverkaufswert, hat sich der Sienna einen Ruf als einer der zuverlässigsten Minivans auf dem Markt erarbeitet. Familien verließen sich auf den Sienna bei Fahrten quer durchs Land, bei Fahrgemeinschaften in der Schule und bei allem, was dazwischen lag. Die jüngste Generation ist jedoch stark ins Straucheln geraten. Toyota hat die mutige Entscheidung getroffen, den Sienna ausschließlich als Hybridmodell anzubieten. Die Hybridtechnologie bietet zwar Kraftstoffeinsparungen, bringt aber auch einige Nachteile mit sich, mit denen die Käufer nicht gerechnet haben. Die Anhängelast ist im Vergleich zu den früheren Versionen mit 8-Zylindermotor deutlich gesunken, was den Sienna für Familien, die Anhänger, Boote oder Wohnmobile transportieren möchten, nur bedingt geeignet macht. Außerdem fühlt sich das Hybridsystem, obwohl es effizient ist, träge an, wenn der Sienna voll beladen ist, was das Fahrerlebnis, das ihn einst auszeichnete, beeinträchtigt. Auch die Preisgestaltung ist zu einem wichtigen Thema geworden. Voll ausgestattete Sienna-Modelle nähern sich jetzt mal 60.000, sodass sie unangenehm nahe an Full-Size Sport Utility Vehicles, die mehr Leistung, größere Vielseitigkeit und bessere Offroad-Fähigkeiten bieten. Dies hat viele Käufer dazu veranlasst, sich nach Alternativen wie dem Chrysler Pacifica oder dem Kia Carnival umzusehen, die beide ein besseres Verhältnis von Preis, Leistung und Ausstattung bieten. Trotz seiner hohen Kraftstoffeffizienz bietet der neue Toyota Sienna einfach nicht die Art von Allround-Nutzen, die Käufer zu diesem Preis erwarten. Die Toyota-Händler haben den Nachfragerückgang erkannt und bieten nun größere Rabatte und aggressivere Leasingbedingungen an, um das Interesse zu wecken. Und schockierenderweise sind auch die erschwinglichen Kleinwagen von Toyota nicht immun. Toyota Corolla Cross. Als Toyota den Corolla Cross vorstellte, schien er ein garantierter Erfolg zu sein. Schließlich steht der Name Corolla für Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Zweckmäßigkeit. Der Corolla Cross sollte diesen Ruf auf den boomenden Markt für Sport Utility Vehicles übertragen, indem er einen kompakten, preisgünstigen Crossover anbot, der vor allem Stadtfahrer und kleine Familien ansprechen sollte. Auf dem Papier hatte er alles, was er brauchte, um zu gewinnen: einen bekannten Namen, einen guten Kraftstoffverbrauch und einen niedrigeren Preis als die meisten Konkurrenten. Doch in der Realität hat der Corolla Cross die Erwartungen nicht erfüllt. Das erste große Problem des Corolla Cross ist sein Mangel an Leistung. Ausgestattet mit einem 2-Liter Vierzylindermotor hat das Fahrzeug Schwierigkeiten bei der Beschleunigung und bei Überholmanövern auf der Autobahn. Käufer, die eine schwungvolle, stadttaugliche Fahrt erwarten, werden schnell von der trägen Leistung frustriert. In einem Markt, in dem Konkurrenten wie der Honda HR-V und der Kia Seltos dynamischere Fahrerlebnisse bieten, ohne dass der Kraftstoffverbrauch darunter leidet, fühlt sich der Corolla Cross auf Anhieb veraltet an. Der Preis ist ein weiterer Knackpunkt.
Obwohl der Corolla Cross eine preisbewusste Wahl sein soll, bedeuten die steigenden Neuwagenpreise, dass die Käufer fast $30.000 für ein voll ausgestattetes Modell ausgeben. Die Händler spüren den Druck, da sich die unverkauften Exemplare in den Läden stapeln. Sind aggressive Rabatte und Incentive-Angebote an der Tagesordnung. Die Käufer können jetzt Tausende von Dollar auf den Aufkleberpreis herunterhandeln, eine seltene Situation für ein Modell mit dem Corolla-Zeichen. Doch selbst bei Preissenkungen entscheiden sich die Verbraucher oft für die besser ausgestatteten Konkurrenzmodelle. Doch nun zum letzten und unerwartetsten Toyota-Modell, das um seine Liebe kämpft. Toyota GR86. Heckentrieb, geringes Gewicht und purer Fahrspaß. Der Toyota GR86 hatte alles, was eine Legende ausmacht. Er sollte das goldene Zeitalter der erschwinglichen Sportwagen zurückbringen, eine Maschine für echte Enthusiasten ohne den Aufpreis einer Luxusmarke. Doch unter der Aufregung zeigten sich erste Risse. Ja, es macht einfach Spaß, ihn zu fahren. Aber Berichte über Motorausfälle, vor allem bei starker Beanspruchung, haben die Community aufgeschreckt. Probleme mit den Pleuelagern bei einem Auto, das für harte Einsätze gebaut wurde. Ist das ein absolutes No-Go? Die Fahrer wollten Nervenkitzel, keine Abschleppwagen. Und dann ist da noch der Preis. Einst ein Schnäppchen, bewegt sich der GR86 jetzt in der Nähe von 38.000, gefährlich nahe an größeren, schnelleren Maschinen. Ein Mustang EcoBoost bietet mehr Leistung. Ein WRX bietet zusätzlich Turbolader und Allradantrieb. Sogar die Basis-Challenger sehen verlockend aus. Erschwerend kommt hinzu, dass der Wiederverkaufswert schnell sinkt. Zweifel an der Zuverlässigkeit und harte Konkurrenten haben dieses Traumauto zu einem finanziellen Wagnis gemacht. Die Frage ist also, würden Sie sich immer noch für diesen Wagen entscheiden oder ihn zurücklassen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, sich für weitere brutal ehrliche Autopannen anzumelden.